So lecker, das schmeckt wie im Mittelmeerurlaub. Heute zeige ich dir 3 geniale Dips, die so lecker sind, dass du nie mehr welche im Supermarkt kaufen wirst. Alle 3 sind einfach und schnell gemacht und passen zum Dippen mit Gemüse oder auch als Aufstrich zu einem leckeren frischen Brot. Für den ersten Dip brauchen wir Frischkäse, geriebenen Parmesan, Olivenöl, frischen Basilikum, Thymian, Oregano sowie Salz und Pfeffer. Frischkäse ist eine super Basis. Mit Kräutern, Gewürzen und weiteren Zutaten kannst du daraus ganz einfach Dips und Aufstriche ganz nach deinem Geschmack zubereiten. Ich habe mich für den ersten Dip vom Italienurlaub inspirieren lassen. Ich gebe den Frischkäse in ein hohes Gefäß, ebenso den geriebenen Parmesan und etwas Olivenöl. Dies nun alles gut vermischen. So bekommen wir eine schöne homogene Basis. Die frischen Kräuter von Hand klein schneiden und zur Masse geben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und alles schön unter die Masse ziehen. Am Schluss abfüllen und anschließend für 30 bis 60 Minuten in den Kühlschrank geben, damit sich die Aromen gut verbinden und der Geschmack sich intensiviert. Danach ist unser Dip italienischer Art bereit zum Servieren. Richtig lecker. Das passt perfekt als Dip für den Apero, zum Abendbrot oder auch zum Mitnehmen ins Freie. Für unterwegs habe ich dir direkt noch eine spannende Produktinnovation, denn ich liebe Wasser und habe immer eine Trinkflasche mit dabei, um die unterwegs auffüllen zu können. Denn ich versuche nach Möglichkeiten unterwegs keine PET-Flaschen, also keine PET-Flaschen zu kaufen, um Plastikmüll zu sparen. Einzig das mit dem Sprudelwasser unterwegs herstellen war nicht möglich, zumindest bis jetzt. Denn nun habe ich das Spark Set von Bottle Plus. Eine Innovation aus der Schweiz. Die Spark Bottle ist ein mobiler Wassersprudler, mit dem ich nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs mein Sprudelwasser herstellen kann. Klingt gut, oder? Wir haben hier die Auffüllstation mit einem herkömmlichen CO2-Zylinder, wie du es von anderen Wassersprudlern kennst. Die Flasche ist aus Edelstahl und hat Platz für 600 Milliliter Wasser. Hier unten hat sie einen integrierten Gastank. Leere Flasche auf die Station stellen und runterdrücken. Mein Tank in der Flasche wird mit CO2 gefüllt. Nun kann ich Wasser in die Flasche füllen. Und anschließend den Knopf drücken. Man hört sogar, wie das CO2 in die Flasche fließt. Nun nur noch schütteln und ich habe leckeres Sprudelwasser. Die Innovation kommt aber erst jetzt, denn das geht nun natürlich auch im Freien. Unterwegs habe ich, wie gesagt, immer eine Trinkflasche dabei. Ist sie leer, kann ich sie zum Beispiel an einem Brunnen auffüllen. Und mit der Spark Bottle kann ich auch unterwegs mein Sprudelwasser herstellen. Denn im Gastank ist mit einer Füllung genug CO2 drin für bis zu 10 Flaschen Sprudelwasser. Ist der Gastank leer, kann ich den zu Hause ganz einfach wieder füllen. Dass ich damit sogar unterwegs frisches Sprudelwasser zubereiten kann, macht für mich die Spark Bottle einzigartig. Und damit gibt es auch für Menschen, die bislang keine eigene Trinkflasche dabei hatten, weil sie nur Sprudelwasser mögen, keine Ausrede mehr. Und ja, die Anschaffung stellt zunächst eine Investition dar, die du aber sehr schnell wieder reingeholt hast, wenn du es vergleichst mit dem Sprudelwasser, das du in Flaschen kaufst. Und wer hat's erfunden? Die Schweizer. Wenn ich dich neugierig gemacht habe, dann findest du den Link zum Spark Set von Bottle Plus unten in der Videobeschreibung oder hier als QR-Code. Und mit dem Code LIFEHACK bekommst du 30 € Rabatt auf das Spark Set Pro und einen CO2-Zylinder gratis dazu. Das sind die Zutaten für unseren zweiten Dip. Wir haben Feta-Käse, griechischen Joghurt, getrocknete Tomaten, Tomatenmark, eine Knoblauchzehe, Paprikapulver, Chiliflocken, Thymian, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Feta in kleinere Stücke brechen und in ein hohes Gefäß geben. Joghurt dazugeben. Die getrockneten Tomaten klein schneiden, dann ebenfalls beigeben.
sowie auch das Tomatenmark. Knoblauch direkt dazu pressen. Ich mache das immer ohne zu schälen, die Schale bleibt am Schluss in der Presse und ich kann diese ganz leicht entfernen. Nun noch Paprikapulver, Chiliflocken, Thymian, etwas Olivenöl und etwas Salz und Pfeffer. Das Ganze nun mixen, damit wir eine schöne cremige Konsistenz bekommen. Kurz ein bisschen probieren, wie es schmeckt und allenfalls noch etwas nachwürzen. Das kommt gut. Denk unbedingt daran, dass wir das Ganze danach noch ziehen lassen und die Aromen sich intensivieren. Also zum Beispiel der Knoblauch, der wird danach auf jeden Fall stärker noch rauszuschmecken sein. Verwende jetzt also nicht 3 Knoblauchzehen, weil du denkst, das verträgt. Sonst hast du danach nur noch Knoblauchgeschmack, das übertüncht alles andere. Du kannst auch später noch nachwürzen, wenn Bedarf hast. Das heißt also jetzt lieber zu wenig als zu viel. Den fertigen Dip wiederum abfüllen und in den Kühlschrank geben. Anschließend ist auch dieser griechisch inspirierte Dip bereit zum Servieren. Einfach kurz mal die Augen schließen und sich an den Strand von Kreta träumen. Richtig lecker. Ich bin große Brotliebhaberin und könnte damit locker die ganze Portion genießen. Aber im Sommer bei heißen Temperaturen mag ich es auch ganz gerne mit knackigem Gemüse oder mit Crackern oder selbstgemachtem Knäckebrot. Das Rezept dazu verrate ich dir in diesem Frühstücksvideo. Meiner Meinung nach am allerbesten passt es zum dritten Dip. Aus Frischkäse, Sahne, Datteln, Knoblauch, Harissa, Kreuzkümmel, Curry sowie Salz. Ich verwende hier Schweizer Soßenhalbrahm und habe bei der Vorbereitung auf dieses Video gemerkt, ich glaube, das gibt es in Deutschland und in Österreich gar nicht. Du kannst auch Schlagsahne verwenden oder vielleicht noch besser saure Sahne oder Schmand. Das ist wahrscheinlich so etwa das Ähnlichste zum Soßenhalbrahm. Wir geben den Frischkäse in ein hohes Gefäß, ebenso die Sahne. Pressen eine Knoblauchzehe dazu, geben Harissa, Kreuzkümmel, Curry und Salz dazu und mischen alles gut durch. Die Datteln in Steinen und klein schneiden. Anschließend zur Masse geben und drunter mischen. Auch dieser Dip muss nun mindestens 30 Minuten im Kühlschrank durchziehen. Wir empfehlen 1 Stunde oder sogar über Nacht. Das gilt für alle 3 Dips. Das heißt, du kannst sie sehr gut auch am Vortag zubereiten. Im Kühlschrank gut verschlossen aufbewahrt, halten sie dir 3 bis 4 Tage. Und wenn die Gäste dann da sind oder du das Abendbrot zubereitest, Dip rausholen und genießen. So lecker. Dieser orientalische Dip ist wirklich ein Geheimtipp. Die Kombination aus dieser Schärfe vom Knoblauch mit den Gewürzen und der Süße von den Datteln und das Knäckebrot rundet das Ganze einfach perfekt ab. Große Empfehlung, dies auszuprobieren. Die 3 Dips kannst du gut auch so zusammen auftischen, dazu ein leckeres Brot, Gemüsesticks oder die selbstgemachten Knäckebrot-Cracker, noch etwas Kühles zu trinken und einem schönen, gemütlichen, mediterranen Sommerabend mit Freunden steht nichts mehr im Weg. Lass mich in den Kommentaren gerne wissen, welcher der Dips dich am meisten anlacht und apropos Brot, in diesem Video zeige ich dir 3 einfache Brotrezepte zum selbermachen. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss!